Hallo und herzlich willkommen bei Brikina. Heute haben wir ein Ostthema. Alle kennen das Schlagwort Ostalgie. Wir partizipieren davon. Wir haben ein recht großes Programm an Fahrzeugen der DDR. Hier vor mir auf dem Tisch sehen Sie jetzt nicht unbedingt ein brandneues Modell. Die sind schon seit einiger Zeit in der Auslieferung. Wir haben einen IFAW 50, den Sie schon länger als Zugmaschine kennen, mit Pritscheplane-Auflieger. Hier haben wir jetzt die Sattelzugmaschine mit einem Tankauflieger. Allen voran die berühmte Marke Minol. Das Modell, muss ich viele enttäuschen, ist schon ausverkauft. Die 3 anderen sind noch lieferbar. Hier haben wir die DDR-eigene Cola, ein Fahrzeug der NVA und des Chemiekonzerns Leuna. Alle Modelle sind vorbildgerecht nach Originalvorlagen von uns umgesetzt worden. Ich habe Ihnen wieder, Sie wissen, wie ich Prospekte liebe. Auch hier habe ich wieder ein bisschen was vorbereitet. Das ist ein Prospekt oder ein Werbeblatt der VEB IFA Automobilwerke in Ludwigsfelde. Heute ist fertig dort Mercedes-Benz mit dem Thermoplast Milchauflieger. Wir haben hier ein Prospekt aus dem Jahr 70 vom IFAW 50, bei dem auf der Rückseite verschiedene Varianten abgebildet sind. Wunderschön gezeichnet, da hat sich ein Grafiker richtig Mühe gegeben, möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Wir haben hier auch den kompletten Flyer mit Maßzeichnungen vom IFAW 50, Milchtanksattelzug, Flüssigkeitstanksattelzug oder Motorenölsattelzug. Aus diesem wunderbar erhaltenen Flyer haben wir unsere kompletten Informationen bezogen. Hier sehen Sie das Vorbildfoto zu unserem Minol-Fahrzeug. Hier nochmals Minol-Fahrzeug. Wie Sie wissen, bevor wir mit einem Modell in die Entwicklung gehen, stöbern wir immer im Archiv, halten Ausschau nach Prospekten, nach möglichst vielen Informationsmaterial, um eben bestens vorbereitet zu sein. Hier handelt es sich um ein Prospekt, was für einen Export gefertigt wurde. Ich habe hier einen sehr späten Prospekt, will ich es jetzt nicht nennen. Es ist eine Mischung aus Prospekt und Poster. Es ist aus dem Jahr 84. Ist auseinanderzufalten. Zeigt auf der einen Seite ein Poster vom IFAW 50 und auf der anderen Seite, und das fand ich sehr interessant, eben eine Übersicht der verschiedenen Varianten. So, wir haben hier, ich hoffe, man sieht es in der Kamera, das Poster will nicht stillhalten. Wir haben hier den Tankauflieger und hier drunter sehen Sie den sogenannten Biertankauflieger. Es ist eine Fahrzeuggattung, die ganz speziell in der DDR benutzt wurde. Mir ist kein anderes Land bekannt, in dem es so die Art eines Biertransportes gab. Wir haben uns auch hier noch besser informiert und haben hier Vorbildinformationen gesucht. So, da bin ich wieder. Und wir haben hier einiges an Bildmaterial gefunden zu dem Biertransporter. Ein Werkfoto dazu und am interessantesten
was uns die ganze Sache erklärt hat, war ein Bild, was uns der Jens Zenker geschenkt hat. An dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür, Jens. Hier ist die Funktionsweise dieses Biertransporters sehr gut zu sehen. Das Bier wurde mittels einzelner Tanks direkt zum Großabnehmer gebracht. Große Gaststätten haben das Bier direkt aus dem Tankwagen in ihren eigenen Tank bekommen. Nicht über Fässer oder über Flaschen, nee, direkt vom Tankwagen über eine der 5 Kammern in den Tank des Restaurants. Wir haben die Modelle hier, die ersten Muster da. Auslieferung wird Oktober, November erfolgen. So, wähle ich die Tanklastzüge weg. So, wir haben hier die ersten 3 Muster hier. Das berühmte Fahrzeug, mit dem Werbung gemacht wurde, haben wir hier, Berliner Biere. Wir hatten noch ein schönes Vorbildfoto von Wernersgrün. Radeberger hatte ich Ihnen gerade gezeigt hier. Und eben die Funktionsweise, man sieht es sehr gut. Hier sind überall die Türgriffe der einzelnen Kammern zu sehen. Die einzelnen Kammern sind hier eingraviert und auf der linken Seite sehen Sie gar nichts, weil da sah das aus wie ein ganz normaler Container ohne Öffnungen. Nur auf der einen Seite waren eben die Öffnungen. Hier oben sehen Sie die Einfüllstutzen für die jeweiligen Kammern. Ich fand das ein super interessantes Thema, weil es eben so einzigartig ist. Und wir wollten es deshalb unbedingt umsetzen. Die ersten Ergebnisse sehen Sie hier. Ich bin sicher, Sie sind genauso begeistert über die Umsetzung dieses Fahrzeugs. Es ist wirklich was ganz Besonderes. Und mit diesem Fahrzeug möchte ich mich für heute verabschieden. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.